Bangkok ist laut, heiß und voll. Zwischen Tuk-Tuks, Taxis, Skytrain, Fähren und Motorradtaxis wirkt das alles schnell wie Chaos pur. Die gute Nachricht ist aber, wenn du weißt, wann und womit du fährst, ist Bangkok plötzlich total easy. In den nächsten Minuten zeige ich dir, wie du dich stressfrei durch die Stadt bewegst, schnell, günstig und ohne in der Rush-Hour zu verzweifeln. Heute bekommst du einen Überblick über alle wichtigen Verkehrsmittel in Bangkok, was sich wirklich lohnt und was reine Touri-Falle ist, wie du dich mit App, Karte und Ticketsystem zurechtfindest und welche Wege du meiden solltest, wenn du nicht 2 Stunden im Stau stehen willst. Der Airport Rail Link ist das erste, was du in Bangkok wirklich brauchst und die mit Abstand stressfreiste Art, vom Flughafen in die Stadt zu kommen. Im Suvarnabhumi Airport folgst du einfach den Schildern ganz nach unten zum Bahnhof, kaufst am Automaten dein Ticket und schon geht's los. Jetzt fahren wir vom Flughafen in die Stadt rein und zwar mit dem Rail Link. Und da müssen wir. Wie viele Haltestellen gibt es hier insgesamt? 8, glaube ich. Und wir müssen nach der 6. Haltestelle raus, Makassan. Und von da aus umsteigen in die blaue MRT-Line. Der Zug ist schnell, klimatisiert und auch super günstig. Und in rund 25 bis 30 Minuten bist du mitten in der Stadt und das ganz ohne Stau. Und jetzt kommt der wichtigste Part, das Ticket. Am einfachsten läuft es am Automaten. Die stehen direkt vor den Gates. Du tippst deine Zielstation an, zahlst mit Münzen oder kleinen Scheinen. Karte geht manchmal auch, aber bei uns hat sie schon öfter rumgezickt. Du bekommst dann anschließend so einen kleinen schwarzen Token. Das ist basically dein Ticket. Das hältst du dann am Eingang einfach vor den Sensor und beim Aussteigen gibst du ihn am Ausgang wieder ab. Wenn du gerade kein Kleingeld hast oder die Automaten voll sind, kannst du auch einfach zum Schalter gehen. Da bekommst du denselben Token. Es dauert nur manchmal ein bisschen länger, wenn gerade ein ganzer Flieger angekommen ist. Und falls du schon eine Rabbit Card aus deinem früheren Bangkok-Trip hast, einfach aufladen, durchziehen, fertig. Für den ersten Tag ist der Token aber tatsächlich am stressfreisten, am schnellsten, einfacher und einfach zero nachdenken. Mit dem Airport Rail Link fährst du dann in die Stadt und kannst dann an Stationen wie Makassan oder Phaya Thai aussteigen, wo du dann direkt in die MRT, also die U-Bahn Bangkoks oder den BTS Skytrain umsteigen kannst. Die Züge fahren regelmäßig, alles ist gut ausgeschildert und leicht zu verstehen. Wenn du also nach einem langen Flug einfach nur entspannt ins Zentrum willst, dann ist das der perfekte Start. Nur ein kleiner Tipp, wenn du viel Gepäck dabei hast, nimm am besten eine ruhigere Verbindung außerhalb der Rush Hour, dann hast du garantiert einen Sitzplatz und mehr Platz für die Koffer. Der BTS Skytrain und die MRT U-Bahn sind das Rückgrat von Bangkok und die mit Abstand entspannteste Art, sich in der Stadt zu bewegen. Sie sind sauber, sicher, klimatisiert und vor allem zuverlässig. Mit dem BTS Skytrain kommst du super durch die Innenstadt, etwa zu Zielen wie Siam, Silom, Sukhumvit oder Chatuchak. Die MRT Metro fährt ein Stück tiefer durchs Stadtzentrum und bringt dich bequem zu Orten wie Chinatown oder dem alten Bahnhof Hua Lamphong. Wichtig, meide möglichst die Rush Hour, also 7 bis 9 Uhr morgens und 17 bis 19 Uhr abends. Dann sind die Züge rappelvoll und du stehst teilweise Schulter an Schulter. Wenn du mit Gepäck unterwegs bist, plane außerdem ein paar Treppen ein. Nicht jede Station hat Rolltreppen oder Aufzüge. Und ein kleiner, aber sehr nützlicher Tipp. Die Klimaanlage ist oft auf Gefrierfachniveau. Pack also am besten ein leichtes Tuch oder ein Hemd ein, sonst gehst du bei 35 Grad draußen ein und frierst drinnen sofort. Taxis sind in Bangkok grundsätzlich günstig, aber nur wenn der Fahrer wirklich das Taxameter einschaltet. Das ist leider nicht immer der Fall. Vor allem in touristischen Gegenden versuchen viele lieber einen Festpreis auszuhandeln, der meist deutlich teurer ist. Wenn du merkst, dass der Fahrer das Meter nicht startet, sag einfach freundlich Meter please. Das reicht oft schon. Wenn er trotzdem ablehnt, würde ich empfehlen, einfach aussteigen. Es warten überall genug andere Taxis. Die offiziellen Fahrzeuge erkennst du übrigens an der bunten Lackierung, meist pink, gelb, grün oder blau, und dem beleuchteten Taxameterschild auf dem Dach. Für noch weniger Stress kannst du gleich die Grab-App nutzen. Das ist quasi das asiatische Uber.
Du siehst den Preis vorher, weißt, welcher Fahrer kommt und bezahlst direkt in der App, also kein Feilschen, kein Kleingeld, kein Risiko, über den Tisch gezogen zu werden. Was du aber immer im Hinterkopf behalten solltest: In der Rush-Hour oder bei Regen geht in Bangkok oft gar nichts mehr. Egal ob Taxi oder Grab, sobald es gießt oder Feierabend ist, steht die ganze Stadt eigentlich im Stau. Da hilft auch kein Navi oder Fahrertrick, die Straßen sind dann einfach voll. Wenn du also wirklich pünktlich irgendwo sein musst, nimm lieber den Skytrain oder ein Boot. Tuk-Tuks gehören zu Bangkok wie Streetfood und Neonlichter. Laut, bunt, ratternd und einfach Teil des Stadtbilds. Wenn du zum ersten Mal einsteigst, fühlst du dich sofort mitten im Chaos. Abgase, Hupen, Motoren, Stimmen und du bist mittendrin, ohne Fenster, nur mit Fahrtwind im Gesicht. Es ist kein bequemes Verkehrsmittel, es ist eher ein Erlebnis. Und der Preis liegt oft über dem eines Taxis, obwohl du keine Klimaanlage hast. Dafür bekommst du aber pure Stimmung, Bangkok live in Bewegung. Perfekt für ein paar kurze Fahrten am Abend, für Fotos oder einfach um einmal das Gefühl mitzunehmen. Wenn du es machst, dann mach's bewusst. Wähle eine kurze Strecke, feilsche vorher freundlich um den Preis und sieh es als kleine Showfahrt. Ein paar Euro zu viel sind in dem Moment egal. Es geht dann um Spaß und nicht um Effizienz. Was du allerdings wissen solltest: Bei Tuk-Tuks gibt es in Bangkok ein paar klassische Touristenfallen. Viele Fahrer bieten dir City-Tours an, bei denen du angeblich mehrere Tempel günstig siehst. Klingt zwar super, aber ist fast immer ein Shopping-Loop. Du wirst zwischendurch beim Juwelier oder Schneiderläden abgesetzt, weil die Fahrer dort Provisionen kassieren. Wenn du etwas kaufst oder nur ein paar Minuten drin bleibst. Wenn du das nicht willst, sag von Anfang an ganz klar: No stop, just direct. Auch beliebt ist der Trick mit dem angeblich geschlossenen Tempel. Der Fahrer erzählt dir dann, dein Ziel sei heute zu und schlägt stattdessen eine bessere Tour vor. Lass dich darauf erst gar nicht ein. Die meisten großen Tempel sind fast nie wirklich geschlossen. Trotzdem nimm's mit Humor. Wenn du vorher den Preis klärst und einfach eine kleine Runde drehst, ist deine Tuk-Tuk-Fahrt ein richtig cooler Teil des Bangkok-Erlebnisses. Es ist laut, heiß, völlig verrückt, aber genau das macht's aus. Wenn du in Bangkok wirklich schnell irgendwo hinkommen musst, dann geht fast nichts über die Motorradtaxis. Du erkennst sie sofort an den Fahrern mit ihren orangefarbenen Westen, die an Straßenecken oder vor Skytrain-Stationen auf Kundschaft warten. Für kurze Strecken sind sie unschlagbar, da wo Autos ewig im Stau stehen, schlängeln sie sich einfach zwischen den Spuren durch. Wenn du geübter Reisender bist und keine Angst vor Nähe zum Asphalt hast, ist das die schnellste Verbindung durch die engen Gassen oder bis zur nächsten Bahnstation. Für Einheimische gehört das völlig normal zum Alltag. Sie springen drauf, zahlen bar und sind 3 Minuten später schon da. Wenn du es ausprobierst, dann aber bitte mit etwas Vorsicht. Du sitzt ohne Helm mitten im Verkehr und die Fahrweise in Bangkok ist, sagen wir mal, kreativ. Trotzdem gibt es an jedem Stand Helme. Verlang einen, die Fahrer sind das gewohnt. Trag den Rucksack oder die Tasche vorne, damit sie nicht nach hinten rutscht, und klär den Preis vorher ab, bevor du aufsteigst. Auf langen, freien Straßen macht das sogar richtig Spaß. Der Fahrtwind, das Chaos ringsherum, das Gefühl, einfach durchzufliegen. In der Rush-Hour oder bei Regen würde ich es aber eher lassen. Das Risiko ist es dann irgendwie nicht wert. Für kurze, spontane Wege dagegen sind Motorradtaxis ein echtes Bangkok-Erlebnis. Schnell und vernünftig, aber irgendwie genau das, was die Stadt ausmacht. Bangkok liegt direkt am Chao Phraya Fluss und genau den kannst du perfekt nutzen, um stressfrei durch die Stadt zu kommen. Statt im Stau zu stehen, fährst du einfach übers Wasser mit den Chao Phraya Express Boats, die regelmäßig zwischen allen großen Sehenswürdigkeiten pendeln. Zum Beispiel vom Grand Palace über Batabun bis runter zur Asiatik. Die Tickets kosten nur ein paar Baht und dafür bekommst du eine frische Brise, eine großartige Aussicht und keine Minute Stillstand. So, wir sind jetzt hier am Sathorn Pier und hier kann man ein Boot nehmen und den Chao Phraya entlangfahren, den großen Fluss hier in Bangkok. Und die Boote, die sind tatsächlich auch einfach öffentliche Verkehrsmittel. Es gibt ein Touristenboot, das wir nehmen, und es gibt aber auch Linienboote, die man genauso wie Busse oder U-Bahn oder Züge nehmen kann. Und die fahren hier den ganzen Tag auf und ab. Touristenboot deswegen, weil es hat ein Oberdeck und da hat man dann eine schöne Aussicht.
Die Boote mit der orangenen Fahne sind für Reisende am einfachsten, günstig, schnell und zuverlässig. Du steigst einfach an einem der vielen Piers ein, setzt dich an die Reling und hast automatisch eine Mini-Stadtrundfahrt. Tempel, Wolkenkratzer, kleine Hochhäuser, bunte Fähren zwischendurch, vielleicht ein Mönch im Boot, das ist Bangkok pur. Was viele gar nicht wissen, es gibt nicht nur den großen Fluss, sondern auch ein ganzes Netz an kleinen Klongs, alte Seitenkanäle, die sich wie in Venedig durch die Wohnviertel ziehen. Dort fahren kleinere Longtailboote, die dich mitten in den Alltag der Stadt bringen. Vorbei an Holzhäusern, kleinen Märkten, spielenden Kindern und Mönchen, die am Ufer Wäsche aufhängen. Es ist laut, manchmal spritzt ein bisschen Wasser, aber es ist unglaublich authentisch. Wenn du sehen willst, wie Bangkok früher war, bevor alles voller Straßen war, dann ist das der beste Weg. Du kannst an vielen Anlegern wie den Pan Pier oder Wat Saket in ein Klongboot steigen. Die Fahrten sind günstig, schnell und perfekt, um den Verkehr komplett zu umgehen. Also der Fahrtwind tut auf jeden Fall gut. Ist ein bisschen eine Abkühlung. Das ist echt cool hier so auf dem Kanal. Am Ende landest du oft wieder irgendwo am Skytrain oder an einem Markt und hast unterwegs mehr echtes Bangkok erlebt als in mancher Tagestour. Die Busse in Bangkok sind definitiv was für Fortgeschrittene. Sie sind günstig, aber ganz ehrlich, sie sind ein kleines Abenteuer für sich. Denn es gibt unzählige Linien, alte und neue Busse mit und ohne Klimaanlage, manchmal mit Türen, die gar nicht richtig schließen und so gut wie keine englische Beschilderung. Wenn du ein bisschen Entdeckergeist hast, ist das aber genau das Richtige. Du steigst irgendwo ein, zahlst ein paar Baht beim Schaffner, lässt dich treiben und bekommst dabei einen richtig guten Eindruck vom Alltag der Stadt. Es ruckelt, es hupt, zieht, Leute steigen dauernd ein und aus und mittendrin du, mitten im echten Bangkok. Wenn du dagegen einfach schnell und ohne Umwege ans Ziel willst, bleib lieber beim Skytrain oder MRT, die sind deutlich leichter zu navigieren. Aber ein bisschen lokales Feeling und spontane Abenteuer sind die Busse eine witzige Option, vor allem wenn du Zeit und gute Laune mitbringst. Bangkok ist kein Chaos, wenn du das System einmal verstanden hast. Skytrain und Metro für weite Strecken, Grab oder Taxi bei Hitze, Boot für die schönsten Wege und Tuk-Tuk nur fürs Feeling. So kommst du schnell, sicher und günstig von A nach B und kannst dich auf das konzentrieren, was wirklich zählt. Erleben statt warten. Wenn dir das Video geholfen hat, freue ich mich über ein Like und natürlich, wenn du den Kanal abonnierst, das hilft Tom Andra Reisewissen to go echt weiter. Mich interessiert, was war dein chaotisches Transporterlebnis in Bangkok oder dein Geheimtipp für stressfreie Wege? Schreib's mir in die Kommentare, ich pinne den besten Tipp oben an. Bis dahin, gute Reise und wir sehen uns im nächsten Video.